Aber ich glaube, wir hätten trotzdem viele Follower, Deswegen, hä? Themawechsel. Dennis wollte gerade von seinem neuen OnlyFans-Account. Endlich. Ja, Der glaubt, der hätte trotzdem dann viele Follower. Nee, Spaß. Ich habe irgendwas von Files gehört. Geht es zufällig um die Lukas-Files oder um welche? Ja, die Johannes-Lukas-Files. Es ist Freitag der 13. Das ist schon mal nicht gut. Das ist nochmal nicht gut. Das Gesicht kribbelt wegen Booster-Überdosis. Nee, wegen Miracle Bear Booster-Überdosis. Das stimmt allerdings, aber das ist gut. Denn heute steht Rücken an. Unser Ziel ist es, jedes Training gemeinsam zu machen, hier bis zu unseren Wettkämpfen. Ich bin in der Vorbereitung seit knapp einer Woche. Dennis fängt bald auch an. Es ist also das 2026er Jahr, wo wir endlich zusammen Vorbereitung machen können. Da wird es nochmal einen ganz anderen Drive geben bei uns. Es war letztes Jahr schon brutal. Dennis ist gut gewachsen, ich bin gut shredded geworden. Oder habe da auch eine gute Form gekriegt. Aber ich glaube, wenn wir zusammen durch die Vorbereitung durchgehen, Digga, und da... Ich glaube, dann knacken wir die Zahl von deinem Gewicht, was wir mal gemunkelt haben. Gewicht ist mal zweitrangig, das ist schon mal das... Für uns ist es ja nicht wichtig, aber die, wo mir sagen, ich glaube, das könnte hinhauen, weißt du noch? Ja, auf jeden Fall. Das ist gar nicht wichtig, aber das kriegt man hin. mit der Intensität so, was mir wieder gut... Letzte Woche war schon geil, für die erste Woche mal wieder. Das war ein richtiger Kickoff, ich habe auch wieder richtig Bock jetzt so. Das ist bei mir immer, es hat einer letztens, habe ich irgendwo was gesehen, da hat jemand kommentiert so, der Urs ist mal einer, in der Offseason lässt er mal alle Neune gerade sein, geht mal nach Thailand, isst mal ein bisschen außer Plan und chillt, aber dafür ackert der so hart in der Vorbereitung und das ist auch genauso meine Einstellung, finde ich. Wie war denn da euer Tag gestern in Ikea? Guck mal, die Pflanze steht schon da. Es war noch am falschen Ort. Aber hast du Pflanze gekauft? Klar. Ja. Bist du botanisch bewandert? Ne, aber meine Freundin, wir haben viele Pflanzen zu Hause, gell, Bro, bei mir. Ich kauf dir eine richtig große Palme. Das will ich sehen. Das haben wir jetzt auf Kamera. Ich kauf dir, aber Bro, da musst du dich drum kümmern, wenn ich kauf. So eine richtig geile große Palme. Große Palme und dann kommt da noch ein Solarium rein und ich gehe jeden Morgen und Abend jeweils 40 Minuten in Soli. Da komme ich mit meiner Lederhaut zum Olympia. Das Soli, das kriegt man auch irgendwie hin. Auf gar keinen Fall. Das war ein Witz. Hier kommt kein Soli rein. Ey, meine Theorie. Kannst du nicht auf die Bühne theoretisch auch komplett weiß gehen? Dann stichst du auch mehr hervor. Weil du weiß bist und nicht... Ja, das stimmt allerdings. Ich will es halt nur nicht gern probieren. Das hätte ich mal in meiner Amateur-Zeit machen sollen. Da ist es egal, aber... Okay. Nevermind. Vielleicht probieren wir es mit Dennis. Ja. Ganz weiß, ne? Dann sieht man meine schwarz-osmanischen Haare überall noch Ich mehr. wollte gerade sagen, aus deinem Pelz schneiden wir dann so Konturen raus. Wie Rich Piana, Legende, wer ihn nicht kennt, soll sich, Rest in Peace, soll sich alle Videos von dem reinziehen. Wie der seine Tattoos hatte, so musst du es mit den Haaren machen. Der hat die also extra angepasst, seine Tattoos, dass es so muskelbetont ist. Jetzt ohne Scheiß. Ja, das hat er im Video gesagt. Richtig geil. Ja, ich habe mich ja rasiert die Woche. Da habe ich gleich mal, hat der Urs mal erst mal so geguckt am Dienstag. Oh Bro, das sieht ja echt ganz anders aus ohne Haare. Das weiß ich ja, aber es ist immer wieder trotzdem ein Schock für mich. Und jetzt hat er den Pelz wieder, oder? Nee, aber es sprießen schon wieder aus einer Pore 5 osmanische Haare, dicke schwarze. Und bei dir sprießen halt aus ein blondes Härchen. Ja, ein bisschen was. Aber... Du hast gar keine Haare, oder? Auch nicht auf Brust. Aber nicht viel. Digga, mein Bauch ist immer full hairy, aber das müssen wir jetzt hier nicht weiter ausdiskutieren hier. Ja, der Einkauf bei Ikea, der war sehr gut. Und in den nächsten 2 Wochen, weil wir haben tatsächlich erst gemeinsam in einem YouTube-Video überlegt, ob ich ins Gym ziehe. Und haben am nächsten Tag sozusagen die Planung begonnen. Also es ist ganz frisch und ich hoffe in den nächsten 2 Wochen, also in den nächsten 2 Videos werdet ihr den Umbau sehen, beziehungsweise wir nehmen euch da mit und hoffentlich in 2 Wochen bin ich dann hier drin, wenn wir dann 10 Weeks out sind. Kleiner Spoiler, jetzt müsst ihr rechnen. Ist denn schon irgendwas eingerichtet von dem Einkauf gestern? Nee, überhaupt nichts. Also ich war ja gestern Abend nicht mal da. Markus hinter der Kamera hat ja noch einen Late-Night-Pump mit meinen Brüdern gegönnt. Jetzt machen wir erstmal das Licht an. Ja, ich habe trainiert. Was hast du denn? Brust. Geil. Mit Sergi. Ja, geht schon ab. Geht. Und Kai hat auch mitgemacht. Das ist schon nicht schlecht. Kai hat auch mitgemacht. Ja, ja. Kaliczynski-Session. Ja, das Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal Besteck und Kleiderhaken hier, wie ich sehen kann. gut. Und einen Wäschekorb. Alles andere kommt nächste Woche die Technik, der Techniker.
und montiert das. Weil ich stehe da sicher nicht auf einer Leiter und bohre da einen Nagel in die Wand. Dann war es das mit 10 Weeks Out. Ja, das würdet ihr gern sehen, das weiß ich, aber keine Verletzungsgefahr. Ich bin auch mittlerweile bei jedem zweiten Tag Check-in angekommen. Das kommt ein bisschen früh, so kenne ich Stefan nämlich nicht. Aber es geht richtig los. Wir reißen richtig ab, die Hütte. Freue mich drauf. Bodybuilding pur. Hier drin. Digga, Stefan hat mir gesagt, ich soll nicht so crunchen bei der Übung. Ich soll schon so aufrecht bleiben. Ja, aber ich hab so mach's ich immer. Ja, ich hab damit. So mit leichten Tick nach hinten? Ja, Oder? so Okay. out your back mäßig. Okay. Und das ist schon gut. So treffe ich auch mein Lat komplett. Weil siehst ja heutzutage alle so. Halt, zu der Hüfte ziehen, zu der Hüfte ziehen. Nee, nur so viel Range of Motion. So, Zu viel. Hier. so und dann noch 3 Gummibänder um mich Und auf Rap and rumgespannt. Reserve machen, Ja, damit wir ja. sicher sind. Das war's jetzt, weil das ist zu viel. Jetzt baue ich keine Muskeln mehr auf. Zu viel Fatigue gemacht. Ja. Wir müssen das Fatigue-Management optimieren. Ich würde gerne mal erzählen, wie oft sich Dennis während des Trainings in den Schritt greift. Ja, das ist schon oft. Ja. Das ist sogar meiner Mutter schon aufgefallen. Also wenn Mama Kaliczynski mitbekommt, dann ist allerhöchste Eisenbahn. Alles. Markus hat Angst beim Schneiden, weil der hat mich doch mal, wo ich gepisst habe, hat er mich doch von hinten gefilmt. Ah, okay. Meine Mama hat ihm eine Anzeige gedrückt, Alter. Das ist immer noch schlecht. Wieso, was hast du gegessen? Heute Morgen. Ich habe so komisches Essverhalten. Ich muss ja immer nur einfach Essen runterkriegen. Dann habe ich heute Morgen 150 Gramm Pasta mit so 300 Gramm Rinderhack gegessen. Aber irgendwie hängt es mir noch so ein bisschen im Ranzen. Ey. Dann habe ich noch wieder Reispudding gegessen mit Whey und einer Banane. Aber die Spaghetti, die liegen immer noch irgendwie über dem Reispudding. Aber egal, Jay Cutler würde sagen, the pasta give me great pump. Jay Cutler würde sagen, I'm shooting for 8 meals, sometimes 10, 1000 grams of carbs. Davon bist du noch weit entfernt, Alter. Ich kann froh sein, wenn es 600, 700 werden. Wie viel hast du gerade? 850. Ja. Aber hey, ich mach Diät. Dreh nicht so deinen Oberkörper beim nach hinten ziehen. Bleib auf der Ebene hier. So. Ja. Das fühlt sich Guck da links, guck da links. Du kannst dich ja selber kontrollieren. You need to be inside your muscle. Ich musste Okay? Feel it. Wir machen heute spüren. kein Green Training. Wegen der hier. Heute kein Green. Heute kein Green. Ich wusste, dass du die Kein Green Training. Sehr energiert. Wir haben den Sitz nochmal runtergestellt. Mir haben auch ein paar Leute geschrieben, ich sitze da oder wir sitzen da zu hoch. Und ich höre mir gern von jedem was an. Also, und entscheide dann selber, ob es gut oder schlecht ist. Aber ich bin mal gespannt, was Dennis jetzt dazu sagt. Ein Bein. Ja, du musst ihn richtig runterdrücken. Mal langsam hier. Nein, das ist zu hoch. Lass mich probieren mal. Was Dennis damit eigentlich sagen will, dass seine Beine dick sind. Aber jetzt wackelt er mir da zu viel rum. Das ist zu viel Spiel, Alter. Nee. Was sagst du? Aber ich mag das mehr, wenn ich meine Zehenspitzen so machen kann. Man muss ja Gegendruck aufbauen. Das ist auch ganz wichtig. Eigentlich guter Tipp, wenn ihr am Latzug seid oder an der Maschine, versucht, wenn ihr da unten drin sitzt, stark gegenzudrücken. Also so wie Wadenheben sozusagen gegen das Ding, weil dann seid ihr noch viel stabiler. Und dann haltet ihr euch mit der anderen Hand fest und dann habt ihr da einen richtig guten Zug drauf. Wir können ja auch ganz fancy sein und dann nicht sagen, wir machen noch eine 2,5er drauf. Komm, fürs Video machen wir Ja, einmal. Microloading. überhaupt? Ja, ich weiß nicht, was ich von Mikroprogression halten soll. Wir gehen ja eigentlich hier immer nach Gefühl und schreiben jetzt nichts auf. Meistens habe ich die Gewichte im Kopf, muss ich sagen. Wenn ihr das Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr macht, dann habt ihr das gut im Kopf. Aber man muss schon die Gewichte erhöhen, das ist schon ein Fakt. Aber man muss auch sauber und gut trainieren, das ist, finde ich, noch wichtiger.
Gerade bei Schwachstellen. Alter, machst du überernst. Alter. Die Chips. So viel wiegt die Olympiamedaille. Weil das ist ganz wichtig, dass du Progressive Overload heute ja, machst. 100%. Merk dir die Gewichte. Microplate. Das sind deine besten Freunde, diese Vorbereitung. Ja. Brutal. Man muss, glaube ich, immer so einen Ironie-Button nach Hunger reinmachen. Weil ich glaube, manche nehmen das echt für wahre Münze. Für mich sind es trotzdem nur 4 Platten und eine Zehner. Ja, auf jeden Fall. Aber es sieht gut aus. Ja? Das habe ich früher als Kind immer so Klötze gehabt, die man von groß auf klein zu so einem Turm gebaut hat. Also wenn du nicht ganz drücke ich dir ein bisschen rein, aber negativ alleine. Ja. Gut. Komm. Komm. Hier rein. Komm. Komm. Weiter. Komm. Mach. Okay. Oh. Boah, der war geil. Die 1,25 habe ich gespürt. Bei einzelnen Übungen, die jetzt kein Bizeps-Curl sind oder so, mit Partner immer abwechselnd. Links, rechts. Dann könnt ihr zwischenschnaufen und habt wieder volle Power für die andere Seite. Als Bodybuilder kommt man ja nicht mal eine Treppe hoch, ohne zu schnaufen. Jawohl. Bisschen höher den, komm. Den aus und lass die Schulter unten. Ja, genau. Gut. Komm, schön Dehnung mitnehmen. Komm, genau treffen das Ding. Nicht dran vorbei trainieren. Ist ja dumm. Jawohl, komm Dennis. F. Auf. Komm. Geht noch. Schub. Jawohl. Auf. Komm, Zug. Ja. Sehr gut. Wo ruft mich denn jetzt wieder an? Das ist so ein Trainingsding, Alter. Dann müsst ihr schön auf von Work, müsst ihr da auf nicht stören. Das habe ich gelernt. Aber lustigerweise werde ich immer angerufen, außer von Dennis, der mich gern morgens oder nachts mal anruft. Nachts eher. Ja, oder? Der noch an seinem 5. Meal sitzt und ich schon seit 3 Stunden schlaf. Nachts Oh, eher. Digga, warum gehst du nicht ans Telefon? Ich habe schon letztens gesagt, ich sag's nochmal. Wenn mir jemand sagt, wen willst du anrufen und du bist dir sicher, dass er nicht rangeht, du kriegst Geld dafür, Urs. Ja, ich gehe noch bei wichtigen Leuten ans Telefon. Sehr schön, komm weiter. Komm. Stark. Komm. Jetzt sind wir da, komm. Komm. Anstrengen, Mann. Noch ein. Ein noch. Komm. Ja. Okay. Oh. Gut. Oh, viel besser so, viel besser. Gell? Finde ich auch. Also danke an denjenigen, der mir geschrieben hat. Fühlt sich wirklich besser an da unten. Da unten im Keller. Komm on, Schneewittchen. Yes! Auf! Jawohl. Komm. Gut. Komm. Schön. Bleib kurz hinter den. Ja. Auf. Jetzt. Jawohl. Komm. Auf jetzt, Mann. Hopp. Komm. Weiter. Geht. Auf. Zug. Komm, eine noch. Eine. Komm, den lass. Ja, und negativ. Negativ. Ja. Machen wir nochmal sein, oder? Aber jetzt minus die 1,25 auf jeder Seite. Ja, weil das ist, ja komm, für den optimalen Muskelaufbau müssen wir jetzt hier reduzieren, ganz klar. Das hätten wir nicht geschafft sonst. Dennis und ich haben uns auch drüber unterhalten. Ich habe ja lange Top-Back-Aufsätze gemacht. Auch liebe Grüße an Tobi Hane, mit dem ich in Hamburg trainiert habe. Mit dem habe ich das erste Mal darüber geredet. So, der ist so ein bisschen weg von Top-Back-Aufsätzen. Und wir eigentlich auch oft. Wir machen das eigentlich bei wenigen Übungen nur noch, sondern wir lassen eigentlich immer das Gewicht
Oder bei den Prime-Sachen verändern wir den. Das machst du immer, ja. Du veränderst die Load. Ja, genau, Das Widerstandsprofil verändern wir. Aber sonst bleiben wir oft beim selben Arbeitsgewicht. Also wir arbeiten uns hoch und dann machen wir 2, manchmal auch 3 Arbeitssätze mit dem Gewicht oder machen 2 schwer und dann ein bisschen leichter. Ja, also wirklich viel Gefühlssache. Aber mir macht es richtig Bock wieder. Also vor allem durch Dennis, glaube ich, in erster Linie. Aber auch so durch das. Es macht mir wieder Spaß, wie als wo ich angefangen habe, Alter. Und da habe ich Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Aber ich muss eins Aber sagen, wie? Ja, das ist schon nice, Digga. Urs hat mir auch was beigebracht. Der hat gleich gesehen, so, Digga, du bist mega stark, immer in 6 bis 9. Ja. Das haben wir schon mal in Videos gesagt. Ich kenne wenige, wirklich wenige. Der Budesheim ist auch sehr stark in dem Wiederholungsbereich. Aber ich kenne echt wenige, die so stark sind da. Aber das Geile ist, ich sehe die 9. Wiederholung, bam, Dennis kommt hoch, dann kommt die 10. und dann... Ja, und dann ist so bei mir ab über 10, sagen wir mal, die ganz blöde Zahl ist 12. Das und wenn der mal 12 erreicht, dann brauchst du A, danach ein Sauerstoffzelt und B, Digga, das war's dann. Deswegen haben wir bei mir, das ist ja das, was viele auch mal verstehen müssen, wir trainieren alles gleich im Beintraining, aber vielleicht sagt Urs nach einem Satz Hackenschmidt, okay, ich mache jetzt eine Pendulum und ich sag, nee, Digga, ich muss nochmal einen 12 bis 15er schieben. Aber weil Urs ist sehr gut in 12 bis 15. Also die Proportionen hätte es gesehen von einem. Deswegen muss man auch in jedem Wiederholungsbereich stärker werden einfach, finde ich. Gut, zwischen 20 und 30 machen wir auch manchmal zum Spaß nochmal so zum Ausblenden und ist auch richtig geil, aber ich sag mal so zwischen 5 und 15 sollte man überall dann versuchen stark zu werden. Und ja, wir haben immer wieder schon neue Erkenntnisse im Training, das worum es ja auch eigentlich geht. Aber die wichtigste Erkenntnis ist, dass es Spaß machen muss. Das ist das Wichtigste. Und wir geben auch viel Gas, also im Sinne von, wir werden auch schneller mit dem Training. Digga, da hast du mein Leben gefickt, Alter. Also noch Was habt ihr gemacht am Mittwoch? ja, halt. Was hat der gemacht am Mittwoch? Der sagt ja so, weißt du, ich sag, Digga, ich mache jetzt mal hier wieder Hackenschmidt mit 7 Platten. Dann muss ich erst mal schnaufen, dann ist der schon an der Pendulum am Aufbauen, macht das schon, dann jagt er noch an die Beinpresse rum und guckt auf die Uhr. Digga, wir haben in einer Stunde alles durchgehabt schon. Ja, wir haben Gas gegeben, aber es war auch sehr gut. Weil wir waren im Flow und haben trotzdem die Gewichte geschoben. Also. Das haben wir allerdings, Alter. Und dann haben wir ausgeflowt für 1,5 Tage. Eine noch, weniger. Oh ja. Oh. Ja, gut. Ja, genau. Lass mich mehr kämpfen noch. Du brauchst ein bisschen einen Schubser, du musst mich richtig quälen. Ich hab das schon noch länger davor mal zu dir gesagt. Okay, wegen Dennis haben wir jetzt die Maschine. Genau. Danke, Dennis. Oh. Ne, wir haben ein neues Baby. Weiden wir jetzt dieses Baby ein? Ich will ja nicht lügen, ich habe das schon eingeweiht. Im letzten Video, glaube ich, wurde es angebracht. Wurde es geliefert. Ja. Vorletztes Video. Vorletztes Video, genau. Da hat sich Dennis mal wieder aus der Verantwortung gezogen. Ich habe mir hier fast einen Bizeps abgerissen beim Reintragen von dem Ding. Dennis? Ich war außer Gefecht. Ja. Aber ist ja egal, Dennis ist da. Und es ist. Dennis ist da, wenn es wichtig ist. Musst du dir immer merken. Stark. Markiere einen Kollege, der genauso ist. Ja, wir haben die Maschine jetzt hier. Die habe ich in Vegas schon gemacht. Also alle, die länger verfolgen und Olympia mitverfolgt haben. Da habe ich das Ding absolut gefeiert. Und deswegen bauen wir das jetzt als zweite Übung mit ein. Wir rudern generell mehr, würde ich sagen, oder? Ja. Wir machen eigentlich viel für. Ja, nee, eigentlich machen wir auch viel für den Lat. Aber wir machen nicht mehr so viel von oben ziehen eigentlich. Das stimmt, das machen wir nicht mehr so viel. Also nicht mehr so verschiedene Latzugvarianten. Wir machen Klimmzüge und wir machen eigentlich Pulder und so. Die ja eigentlich auch eher schräg sind. Überzüge. Genau. Aber sonst rudern wir viel und das funktioniert gut. Und die ist auf jeden Fall Bombe. Kann man gleich mal sagen, dass man die in 2 Varianten zieht. So wie es der Urs zieht, geht es mehr in den unteren Latten. Dann gibt es noch so eine Variante, dass es mehr für hier oben ist.
Aber wir brauchen unteren, wir brauchen eher alles, aber aber ich ziehe sie auch eher so wie er. Hier kann man sich halt bei jedem Zug vorstellen, ihr macht so einen Lat Spread auf. Und das ist halt am Ende auch. Am Ende muss man schon als Bodybuilder so ein bisschen so trainieren, wie man dann auch post. Ich finde es so geil, also so Übungen mit einzubauen. Ich habe früher auch viel die hier gemacht. Genau, für den Bizeps. Ja, macht aber auch Sinn. War cool. Und halt nicht so krass schwer, sondern sich wirklich so die Pose Genau. auch ein bisschen vorstellen. Was so post man am Ende auch. Und deswegen mache ich auch gerne die Klimmzüge, weil ich mir da immer denke, okay, das ist die Rücken-Doppel-Bizeps, wo ich dann so reinziehe. Hat mir Dennis auch immer gesagt. Grüße an Dennis Wolf. Ist auch so. Vor allem am Ende vom Training, da hat man schon viel Blut drin und dann, weil mich auch mal welche gefragt haben, so, ja, warum machst du unterstützte Klimmzüge? Haha, kriegst ja keine normale hin. Doch, ich kann normale Klimmzüge, aber A, nicht so viele und B, ziehe ich dann so ein bisschen wie Arda. Der versucht die ja so effektiv und effizient wie möglich zu machen. Da habe ich auch im Video mit ihm hier drüber geredet. Und ich versuche die halt Bodybuilding gerecht zu machen. Sprich mit der Brust, mit dem Brustbein hochzugehen und die in den Lat und den Rücken reinzuziehen. So. Und nicht halt eher so zu ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, ja. Du versuchst schon den Rücken isolierter zu treffen bei den Klimmzügen. Genau. Ja. Und das funktioniert eben halt nochmal besser mit ein bisschen Unterstützung. Was fehlt dir? Ich hätte es ein bisschen höher gemacht. Ein bisschen höher, ja. Auch minimal bin ich dafür. Jetzt fängt das wieder an mit der Höhe bei uns. Und bei der ich stelle mir da echt so vor, ich ziehe das, aber das ist nur so ein Hook und ich drücke das Gewicht mit den Ellbogen nach hinten. Dann wie ein Lat Spread, wirklich 1:1. Ne, nicht zu weit. Ja, genau so. Ja, so. Dann bleibt das spannend. Aber versuch mal deine Brust dann aufzurichten. Ja, jetzt. Heute Morgen mit Martina geschrieben. Hat sie mir, genau wegen der Pose so Lat Spread, hat sie mich gleich gesagt, wenn du die so machst, wird's nichts. Du zeigst viel zu lange, was du nicht hast, du sollst schon deine Vorteile zeigen. Voll. Hat die gesagt. Ist mir auch aufgefallen. Wir müssen nicht mit dem Tannenbaum bei dir punkten. Nee. Du musst punkten mit deiner Weite. Hat sie mir auch gleich so gesagt. Nur noch so Zucker. Boah. Die ist schon krank, Mann. Ja. Auf. Komm. Ja. Auf. Komm. Ja. Guck mal, hier kann man gut helfen. Ja. Wenn man so hinverrückt. Boah. Ist geil, gell? Ja, die ist schon geil, aber anstrengend. Wir machen hier nochmal so einen Schwärm. Ja. Und dann machen wir noch einen. Weißt du, was aber da sinnvoll für mich wäre? Squeeze das. Direkt nach dem schweren Dropsatz und dann nochmal richtig squeeze. Ja, können wir machen. Zu viel Fatigue machen, aber ich glaube, das fühlt sich hier gut an. Ja, auf jeden Fall. Das ist so eine Maschine dafür, finde ich. Ja. Du bist stabil, fix. Ja, 100%, da kann man schon gut rein. Ja. So bleiben, so bleiben. Komm. Lass durch.
So weit meine Maschine richtig ein. 10 Sätze dran machen. Auf geht's. Komm. Ja. Halt hinten. Halt. Ja, zieh's unten rein. Ellbogen am Körper. Nicht nach außen. Ja. Komm. Schön ran die Hände. Ja, und halten. Gut. Auf. Geht. Komm. Jawohl. Weiter. Ja. Auf. Komm jetzt. 2. Komm. Komm jetzt. Und jetzt Partials. Komm. Ja. 5. 4. 2. Weiter. Komm, eine. Ja. Mann ey. Warte, bei dem Scheißrücken musste ich auch immer noch so blöd konzentrieren, dass das immer triffst irgendwie. Bei Beine kann ich einfach machen. Oder ich zumindest. Nachdem wir hier den gesamten Rücken bearbeitet haben, bei der Rudervariante, machen wir jetzt eine mit abgespreizten Ellenbogen, ein bisschen spezifischer, nochmal für oben, für den oberen Anteil, bevor wir dann das Rückentraining mit Klimmzügen abschließen. Ist hier was verstellt? Nee. Bisschen näher ist. Ja, da waren wir auf 7, 8. Aber warum? 6 reicht doch. Weil, wenn man so weit nach vorne geht, dann kommt es in diesen einen blöden Punkt meistens rein. Ja, der schwere Punkt. Genau, da will ich ja hin. Ja, dann macht Sinn. Weil sonst brauchen wir hier oben ja nicht zu beladen. Du willst ja hier vorne die asoziale Dehnung und dann da rausziehen. Ich merke schon, das ist ein richtiger Science-Based Backday heute. Ja. It's gonna be rough. Ja, guck mal, seine Loading-Strategie schon wieder hier. Keine Sorge, Grüße gehen raus an Tobi, der hat mich schon mal verbessert hier, glaube ich. Der hat gesagt, ich glaube, man muss da irgendwas... Weißt du, was man muss? Schwer drin. Schweres Gewicht nehmen und das ziehen. Was ist denn deine Loading Strategy? Meine Loading Strategy? Überall zu overloaden. Einfach Total Overload, Alter. Ich muss ja sagen, also eigentlich hast du keinen... Also bei dir ist eigentlich... Du bist nicht in irgendeinem Load richtig schwach, oder das finde ich nicht bei dir. Nee, irgendwie. Ich mag die Maschinen halt sehr irgendwie. Ich kann da richtig aus meinem Rücken ziehen mit schwerem Gewicht. Entweder kann ich aus meinem Rücken ziehen mit leichtem Gewicht oder ich ziehe einfach irgendwo raus mit viel Gewicht halt. Und hier ziehe ich so an und dann ziehe ich aus dem Rücken. Das ist brutal. Das ist die PP, die Prime Polacco. Polacco Prime. Ich habe gestern ein Reel angeguckt von Ben Pakulski. Ja, und ich schreibe ab und zu mit dem. Was Training angeht. Science-based. Aber der hat noch richtig die Schere. Und ja, genau. Und der hat auch, ich muss es dir schicken, mal das Reel. Wir trainieren ja immer komplett an, also kein Bandit-Schwachsinn oder so, weißt du? Und der hat ja auch recht. Warum machen die sich alle die Hackenschmidt so leicht am untersten Punkt? Der ist voll wichtig, der untere Punkt für den Quad. Das ist fast der wichtigste Punkt. Helf mir raus. Okay. Sag an. Komm! 1, 2. Ja! Ah, ja. Komm! Komm!
Ballern! Ja! Und ab! Okay. Klassischer PR war das. Oh. 1, 2, 3 ab! Oh Gott, ist das schwer, Digga. Auf. Komm. Ja. Weiter. Geht. Komm, nicht so nach hinten lehnen. Jawohl. Komm, zieh die Ellbogen nach hinten. Auf. Ich bin da. Komm. Komm. Geht noch. Auf. Zug. Eine noch. Komm. Komm. Ja. Sehr gut. Geht doch. Bisschen aus dem unteren Rücken, aber besser gemacht als gar nicht. Aber wir sehen auch, die Loading Strategy wurde im Science-Based Back Day auch wieder angepasst Ja. nach dem Satz. Oben noch mehr, in der Mitte weniger. Sprich vorne das oh shit, das ist schwer, noch schwerer. Und hinten jetzt leichter. Also genau richtig. Genau so erklären. Ich habe nichts hinzuzufügen, er hat gut gesprochen. Gut und frei gesprochen habe ich. Wo hast du das? Englischunterricht, gell? Gut und frei gesprochen. Er hat gute Artikel oder Elemente benutzt oder so. Und er war stets bemüht. Waren wir stets bemüht. Das Das stimmt, er war stets bemüht. war der Codewort aber für, dass man scheiße war. Die haben ja in so Doppelsprache geschrieben. Stets bemüht war eine 4-, glaube ich. Das war sozial. Die haben es auf nett geschrieben und ich dachte so, Alter, geil, das zeige ich meiner Mom. Zeige ich meiner Mutter. Guck mal, Mama, voll bemüht und so. Mein Vater so, du kannst gar nichts, heißt es. Ich so, ah, scheiße. So, Alter. Ey, Verhalten, Mitarbeit. Beides 4-4. Ich war der Einzige in dem Jahrgang, der das hatte. Ja gut, Katastrophe, Katastrophe. bei mir war da einfach Ding Schulausschluss und so alles. leer, weil ich war nie in der Schule, habe immer nur geschwänzt. Ja. Kinder, geht zur Schule, da könnt ihr immer viel essen. Das habe ich die letzten 2 Jahre dann gemacht. Ich dachte, jetzt kommt, da kann man viel lernen, das ist wichtig für euch. Und du sagst, da kann man viel essen. Ich bin auch der Einzige im Abschlussjahr, glaube ich, mit 5,8 in Mathe und 5,6 in Chemie. In Chemie war ich auch richtig erdig, aber jetzt bin ich in Chemie viel besser. Weiter! Okay. Geil. Ja. Oh, Das hat's. War besser bevor. übersauber. Übersmooth. Meine Brust war die ganze Zeit da dran geklebt. Ich habe mich wie durchgedrückt. War echt gut. In das Pad reingezogen, würde man sagen. Durchs Pad durchgezogen. Ja. Versuch vorne dran zu bleiben. Drück dich durch. Arsch nach hinten, Brust dran. Mach sauber, komm. Ja, genau. Die sind doch sauber. Komm. Auf. Komm. 2. Zug. Komm jetzt noch eine. Auf. Ja, du musst ein bisschen mehr mit dem Arsch zurück und vorne dran. Aber wenn du so ziehst, gehst du ja nicht weiter hinter deinen Rücken. Ich glaube, ich muss die Einstellung nehmen, dass Nummer 1 zurück ist oder 2. Ja, auf. Ja! Schön nochmal hängen lassen nach dem letzten Satz. Das Rückentraining abzuschließen, finde ich immer ziemlich gut. Aushängen generell, sehr gut für die Schultern.
generell sehr gut, wenn man ja, sich verspannt, tight fühlt. Aushängen immer eine gute Sache. Auch zum Ende vom Training. Dennis macht seinen Satz, dann geht es weiter mit Bizeps und eine Übung hinter der Schulter. Aber bei Bizeps gehen wir auch wieder mehr auf Volumen. Wir machen das so pyramidenmäßig. 15, 12, 8, 6, wir machen auch 4 Sätze. Jeder zack, zack, schön mit Gefühl. Und ja, ich kann es nur noch mal wiederholen, meine Arme sind damit explodiert. Was eigentlich traurig ist, weil ich mich immer so hart abgefuckt habe mit ultra schweren Gewichten. Aber ja, laut den Trainingswissenschaftlern, die selber flexen wollen, weil die schwere Hammercurls machen können, braucht man ja nur ein schweres Gewicht, um den 50er Arm zu erreichen. Gut. Fühlt sich so schäbig an dieses Bizeps-Training. Man pumpt schon einfach rein. Aber ey, solange es funktioniert, wird es weitergehen. Wir haben dicker geworden. Ja, also. Sehr gut. Ja. Gut. Jawohl, auf. Sehr schön. Ja. Beste Bizepsmaschine. Ich finde die so gut. Ja, In der die ist top. Kraftkurve finde ich die so gut. Das Problem, das hier könnte man ein bisschen verbessern, aber die ist super. Ich finde, auch oben könnte die ein bisschen schwerer sein. Deswegen mache ich die beiden Arme, das habe ich gemerkt. Du kannst da so gut reinpumpen, aber die wird oben schon extrem leicht. Was aber nicht schlecht ist. Gut. Keine Maschine. Gut. Jetzt machen wir noch was hinterm Körper. Bisschen hinter der Schulter. Mach noch hinter der Schulter heute. Ja. Dann mache ich 2 Sätze Bauch. Ja. Das ist schon eine gute Einigung. Das Fette nach außen, oder? Ja. Jawohl. Ich weiß nicht, ob ich die feiere. Ja, die musst du noch feiern lernen. Die habe ich am Anfang auch nicht gefeiert. Aber die ist wirklich gut. Halt bei solchen Übungen, gerade wenn ich mir so schwer, ich kann mich besser einarmig auf sowas konzentrieren. Kann ich schon noch einarmig machen, nur da habe ich das Gefühl, haust du mir mal ab. Du musst schon gezwungen deinen Ellbogen hinten lassen. Du machst am Anfang dann so und dann stehen es hier. Und deswegen ist bei der Doppelbizeps auch der lange Kopf, weißt, was den Peak macht, der fehlt. Und der muss bei uns beiden noch richtig. Von hinten fragen, bei Ja, Weggabe genau. fehlt der. Das ist Von vorne kann man noch ein bisschen schummeln, die Ellbogen so ein bisschen, auch von hinten kannst du so nicht reindrehen, weil dann geht der Latt weg. Und Das ist genau die Übung dafür. Ist mir aufgefallen. Das ist ein geiles Lied. Wer kann sich noch erinnern an Italien? An den Undertaker. Okay, jetzt frage ich an Horst, der den Song für sich gewählt hat, wie hieß Undertaker sein Finisher? Thumbstone. Nein, Tombstone Piledriver. Ja, aber Tombstone war's, Digga. Umdrehen und dann Ding. Du hast auf Video, Tombstone hat er gesagt, oder? Ja. Tombstone. Sogar im Spiel hieß das so. Aber Tombstone Piledriver, da hat er den so genommen, so mit dem Kopf. Natürlich, Digga. Mit wem redest du hier gerade?
John Cena? Ja, 619. Wow. Rey Mysterio 619. Um das klarzustellen. John Cena. Gebt ihr einen Tipp? You can't see me. Nein. Ja. Five Knuckle Shuffle. Five Knuckle Was ist Shuffle. das? Five Ja, Knuckle okay. Shuffle. Das war einfach nur so Gimmick, You Can See Me, glaube ich. Und das 619 war Rey Mysterio. Ja. Was war Randy Orton? The Viper strikes again, buddy. Warte. War das der Randy Orton? Ach, nee, ich weiß es nicht. Bei dem weiß ich es nicht. 2 Buchstaben, Digga. RKO. RKO. Strikes again. Und wie hieß der vom Undertaker? War so Ja, weiß ich nicht. Ich Chokeslam. weiß ganz genau welcher. Chokeslam. Ja, Chokeslam machen aber alle. Das kannst du nicht sagen. Und Big Show und so, der hat auch immer Chokeslam. Chokeslam ist ja, wenn du den am Choke nimmst und dann runter slamst. Den hat er noch möglichst imposant gemacht. Disco-Pumper Dennis. Digga, ein Name besser. Der Science-Based. Einarmige Bandit. Fuck. Der Bruder von Undertaker, Kane. Was hatte der? Das weiß ich auch nicht. Okay, weiß ich nicht. Boah, der war gemein hässlich, gell? Ja. Shit. Oh. Richtig geile Übung. Die habe ich von Dennis Wolf. Liebe Grüße. Oh. Gut. Machst du Bauch? Ja. Mach ich runter. Wer kennt sie noch? Aus dem Bunker. Die Übung. Meine Lieblings-hintere Schulterübung auch, muss ich sagen. Einfach schön am Kabel so auf der Höhe nach hinten. Und dann habt ihr da einen guten Reiz. Und dann soll es auch passen. Ja. Training hat sich heute auf jeden Fall wieder ewig gezogen. Wir haben es fast 18 Uhr, Alter. 17:30. Ja. Jetzt soll mal Dennis fragen und sagen, hey, guck mal auf die Uhr. Wie viel Meals hast du schon drin? Also, ich soll dich fragen, wie viel Mehl zwischendrin hast. Heute? 2. Weißt du, wie spät es ist? Hä? Weißt du, wie spät es ist? Kurz vor 6, oder? Hä? Ich soll dir liebe Grüße von Ost sagen. Kann ich ihm sagen, frag ihn mal, wie lange ich in die Nacht rein esse und wie viele Stunden ich noch Zeit habe und wie viele Stunden er noch Zeit hat. Also, ich soll dir liebe Grüße ausrichten. Er sagt, er hat 2. Aber er hat noch die ganze Nacht Zeit und ich soll dich fragen, wie lange du noch Zeit hast heute. Ganze Nacht Zeit. Du, ich mache da mal kurz einen Prozess. Die 470 Gramm Reis im Reiskocher, die sind schon eine Menge, aber die gehen heute auf jeden Fall noch rein. Ich esse ja meine Mahlzeiten trocken, muss man sagen. Dennis kocht sich ja immer eine Soße dazu und wenn ich so essen würde wie der, könnte ich Unlimited Calories essen. Aber ich versuche es mir ja schon möglichst nicht schmackhaft zu machen. Digga, ich esse mal nur Reis mit Fleisch und Salz und Pfeffer. Pfeffer. Ja. Was für die Veggies? Ja, und Veggies, ja. Aber gibt's keinen Sösle oder so dazu? Sösle. Ja. Oh, das war's, Freunde. Wir sind durch. Heute gutes Training gemacht und gut in die Vorbereitung eingestiegen.
Heute gab es mal wieder ein ehrliches Training. Gebt uns gern Feedback, wie ihr das findet. Versuche ich neben natürlich den mehr unterhaltungsbietenden Videos oder versuchen wir auch immer wieder natürlich den Bodybuilding-Kern zu zeigen. Da wo alles begonnen hat, so wie alles angefangen hat, geile Trainings, vor allem Relay, ich würde schon sagen ungecuttet, aber das wäre glaube ich ein bisschen lang. Ungestellt halt. Ungestellte Videos, wo wir einfach hart trainieren, Gas geben. Richtig gutes Science-Based Workout. Ja, genau. Alle Science-Based Athleten, kommt in mein Coaching, kauft meine Peptide. Aber könnt ihr auf jeden Fall hoffentlich was mitnehmen und das Ganze so mit eurem Trainingspartner oder Trainingspartnerin auch anwenden. Schön intensiv trainieren und selber auch vorwärts kommen, ganz wichtig. In diesem Sinne, euch einen guten Pump, viel Spaß, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Kiss, kiss. Bang, bang. Bang, bang.